zusammen, Kai Matthias hier von der Intec für Voice of CNC. Wir sind auf dem Stand von ILT und neben mir der Herr Riemer. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier sein können, um über ein paar Innovationen zu sprechen. Und Herr Riemer, was haben Sie uns heute mitgebracht? Wie sind jetzt gerade hier so die Fokusthemen auf der Intec? Was gibt es Neues? Ja, im Wesentlichen natürlich auch im Bereich CNC Metall B- und Verarbeitung. Wir sind darauf spezialisiert, prozesslufttechnische Lösungen zu finden, gerade in dem Bereich jetzt Ölfertigung, Emulsionsfertigung, wo das als Kühlschmierstoff eingesetzt wird. Wir machen es schon lange, dass wir uns den Anwendungsfall für den Kunden entsprechend ansehen. Das heißt, wir wollen den Prozess des Kunden verstehen und da haben wir als Beispiel hier anwendungsspezifische Lösungen von der Gruppe, von der Einzelabsaugung bis hin zu einem modularen Konzept für elektrostatische Anlagen. Also extrem spannend, wenn ich raushöre, dass vor allem sehr kundenspezifische, auch Individuallösungen angeboten werden und dass es nicht nach Schema F, nach Katalog abläuft, sondern man sich die, sagen wir mal, Problematik anschaut und ganzheitliche 360-Grad-Lösungen anbieten möchte und kann. Und vor allem das modulare System finde ich extrem spannend. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz darauf eingehen. Das heißt, Produktion holt eine neue Maschine dazu. Man muss nicht alles austauschen, sondern... So ist es. Also eine einmal getätigte Investition, die bleibt eigentlich erhalten mit unserem Modulsystem. Das heißt, wenn jetzt neue Anforderungen an den Produktionsprozess hinzukommen, sei es höhere Schnittgeschwindigkeiten, andere Maschinen, andere Kühlschmierstoffe, dann lohnt es sich schon mal, die Prozesslufttechnik mit anzusehen und dann entsprechend anzupassen. Wir haben den Vorteil durch ein Modulsystem, was auch patentiert ist, entsprechend die Anlage aufzurüsten, ohne dass man jetzt sagen muss, alles nochmal neu, sondern dass man sagt, neue Systeme hinzufügen, damit die sich ergänzen und dann den Anwendungsfall auch entsprechend bedienen können. Okay, und ist das auch wirklich dann gegenüber den Mitbewerbern dann nochmal ein USP, wo ihr sagt, okay, das bieten wir in der Form sehr unique an? Ja, ist tatsächlich so. Also in der Form, wie wir es betreiben, auch wenn man jetzt andere Filtrationsverfahren noch mit einbezieht, da ist es so, dass es eine Plattformstrategie gibt. Das heißt, dass Ersatzteile oder Verbrauchsteile oder Gebrauchsteile untereinander auch getauscht werden können, sodass man dann unterschiedlichste Anwendungsfälle und auch unterschiedlichste Maschinentypen mit einer geringeren Anzahl an Ersatzteilen noch abbilden kann. Okay, sehr, sehr cool. Und wenn wir jetzt uns mal, sagen wir mal, die Herausforderungen, die gerade vor allem auf dem deutschen Markt gerade da sind, würdet ihr sagen, mit unseren Systemen können wir vielleicht in manchen Bereichen genau da in die Kerbe schlagen, vor allem wenn es um nachhaltige und effiziente Prozesslösungen geht. Also ich höre das auf jeden Fall schon so ein bisschen raus. Könnten Sie das unterschreiben? Ja, das ist auch so. Also ich meine, der Trend, der geht ja immer mehr hin zum Green Machining, also alles rund um die Maschine. Da spielt natürlich die Luftreinhaltung bzw. die Prozesslufttechnik eine entscheidende Rolle. Und wir merken es gerade mit den steigenden Möglichkeiten einer CNC-Maschine, entsprechende Highspeed-Bearbeitung, entsprechende Kühldrücke, die da vorherrschen. Da werden natürlich ganz andere Herausforderungen auch an die Peripherie gestellt. Ja. Und da sind wir schon mit einer im Markt, die das schon sehr kompetent abdecken können. Ja, sehr cool. Sehr, sehr spannend vor allem. Und ich bedanke mich ganz herzlich für diesen kleinen Einblick mal in den ganzen Bereich und wünsche ganz, ganz viel Erfolg hier auf der Intec. Vielen Dank. Danke sehr.